Moin zusammen! Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit der Fliegenroute auf Dorsch fischt. Das machen die wenigsten, die meisten angeln nur auf Meerforelle, Hornhecht oder halt im Süßwasser auf Salmoniden. Die Dorschangelei in der Ostsee ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie die meisten vermuten. Man muss nur die richtige Stelle finden und dann funktioniert das auch. Ich möchte euch heute mal ein kleines Einsteiger-Guiding geben und die wichtigsten Informationen dafür zusammenfassen. Was die Ausrüstung angeht, habt ihr ein breites Spektrum. Also ihr könnt von Klasse 5 bis 8 fischen oder auch 9. Je nachdem, was ihr gerade zur Hand habt und wie die Bedingungen vor Ort sind. Wenn starker Wind ist, müsst ihr natürlich ein bisschen höher gehen, aber eine 6er funktioniert bei ruhigem Wetter auch wunderbar. Was die Schnur angeht, wollt ihr natürlich schnell an den Grund kommen, wo die Dorsche meistens stehen. Deswegen habe ich heute einen Sink-Tip an der Schnur. So etwa 7 Meter ist der lang und der geht zügig runter wie eine S6. Wenn ihr jetzt noch gar keine Ahnung davon habt, wie das mit den Sinkklassen und so weiter ist, dann informiert euch einfach bei eurem Angelladen, sagt, worauf ihr fischen wollt, da kriegt ihr gute Tipps. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Intermediate auch wunderbar funktioniert, solange es noch nicht zu tief ist. Und wenn es richtig tief ist, dann braucht ihr halt wirklich eine komplette Sinkschnur oder einen guten Sink-Tip an der Schnur. Kommen wir jetzt zu den Fliegen. Das ist bei Dorschen ganz einfach. Bindet einfach, worauf ihr Lust habt. Dorsche beißen wirklich auf alles. Wenn es später wird und ihr in die Dämmerung reinfischt, wie man es beim Dorschangeln machen sollte, dann nehmt ein bisschen was, wo schwarz oder dunklere Farbtöne drin sind, damit sich die Konturen besser zum Restlicht des Himmels abzeichnen. Ich habe heute ein bisschen schwarz, orange kombiniert. Das sollte fangen. Das eigentliche Geheimnis der Fliegenfischerei auf Dorsche ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst den richtigen Spot haben. Ich habe hier eine Stelle, da kann ich mit der Warthose rein und dann kommt auch nach ein paar Metern schon eine Kante, wo es richtig tief runter geht. Und da möchte ich mit der Fliege vorbeiziehen und die Dorsche kriegen. Was die Platzwahl fürs Dorschangeln mit der Fliegenroute angeht, ist man natürlich ein bisschen eingeschränkt. Ihr müsst etwas haben, wo ihr genug Rückraum zum Werfen habt und etwas haben, wo die Dorsche dicht unter Land kommen. Damit die Dorsche dicht unter Land kommen, braucht ihr dementsprechend Stellen, wo Struktur in Ufernähe ist. Ich habe mir hier was ausgesucht, wo direkt ein Muschelriff etwa 5 Meter vom Ufer entfernt entlang läuft. Und dafür sammeln sich eigentlich bei der Dämmerung immer regelmäßig Dorsche, die man zuverlässig fangen kann. Häfen sind dafür besonders gut geeignet, weil auch an den Kaimauern die Dorsche dicht entlang ziehen und ihre Nahrung aufnehmen. Ihr müsst euch die Ostsee so vorstellen, die meisten Strukturen in der Ostsee sind wirklich wie eine Wüste. Also wenn ihr mit dem Boot und Echolot mal durch die Ostsee fahrt, das sieht alles ganz schön platt aus. Also da ist wirklich wenig Struktur im Wasser. Deswegen kommen die Fische auch, wenn sie Nahrung aufnehmen wollen, irgendwo hin, wo Struktur ist. Und das ist nun mal an den Kaimauern oder in Ufernähe, wo Muschelbänke sind, wo Kraut ist, wo die kleinen Futtertiere unterwegs sind. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr erfolgsversprechend, zum Abend hin in Ufernähe mit der Fliege auf Dorsch zu angeln. Hier im Flensburger Hafen ist die Situation im Moment so, dass wir über mehrere Jahre hinweg fast gar keine Dorsche mehr hatten. Jetzt, wo die Gesetze ein bisschen verschärft worden sind, haben wir wieder viel Dorschnachwuchs. Habe ich schon von vielen anderen Anglern gehört. Ich war jetzt länger selber nicht mehr los. Aber die letzten Tage sollen die ersten maßigen Dorsche hier gefangen worden sein. Und das möchte ich heute auch versuchen. Schauen wir mal, was hier alles unterwegs ist und ob wir ein paar Dorsche an die Leine bekommen. Das Mindestmaß für Dorsche ist in der Ostsee bei 38 und in der Nordsee bei 40 cm. Das ist ziemlich klein. Ich persönlich nehme die Fische von Land aus erst so ab 45 cm, wenn es richtig gut läuft, auch erst ab 50 cm. Das muss jeder für sich selbst ausmachen, aber wenn jetzt ein Angleranfänger einen 38er Dorsch fängt, den ordentlich verwertet und den nimmt, ist da auch niemand böse. Das ist ja auch erlaubt, alles gut. Aber erfahrene Angler werden das wahrscheinlich wie ich handhaben und erst ab 45, 50, je nachdem wie gut man fängt, die Fische entnehmen und die anderen rutschen dann eben aus Versehen noch aus der Hand, weil Catch and Release ja eigentlich nicht erlaubt ist. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz mit der Kamera den Spot, an dem ich fische. Hier seht ihr die Einfahrt des Flensburger Hafens. Direkt hier vorne kann man mit der Warthose noch ein gutes Stück reingehen. Da gibt es nicht viele Stellen am Flensburger Hafen, wo das möglich ist, deswegen habe ich mir auch heute diese Stelle hier ausgesucht. Bei flachem Wasser kann man bis an die Muschelbänke rangehen und dann locker die Kante überwerfen, wo es 4 bis 5 Meter tief wird. Und eben genau an dieser Kante werdet ihr auch die Bisse von den Dorschen bekommen. Ich werde heute ungefähr 30 Minuten vor Sonnenuntergang anfangen zu fischen, bis 30 Minuten nach dem Sonnenuntergang, also ungefähr eine gute Stunde. Und das ist eben auch die heiße Phase, wo die Dorsche unter Land kommen und jagen.
Natürlich spielen super viele Faktoren noch eine Rolle: Gezeiten, Jahreszeit, Laune der Fische, Futterangebot, Wassertemperatur und so weiter und so weiter. Aber der Sonnenuntergang ist ein super Anhaltspunkt, an dem ihr euch orientieren könnt. Ich warte jetzt noch, bis das Segelschiff vorbeigefahren ist und dann gucken wir mal, ob ein paar Dorsche beißen. Na super. Da können wir dann gleich anfangen, den Müll von anderen Anglern zu entsorgen. Eigentlich wollte ich angeln, aber manchmal muss man eben auch der Verantwortung nachkommen. Mann, Leute. Ein Traum. Zweiter Wurf und direkt die komplette Montage von einem anderen Angler rausgeholt. Das packe ich jetzt zu meinem Müll und entsorgt er später. Ich hoffe, da kommt nicht noch mehr zu. Dicht genug an den Muschelbänken bin ich auch. Kann eigentlich nichts mehr schief gehen jetzt. Patrick ist auch schon da. Ja, schön Biss gehabt. Selbe Stelle, wieder ein Biss. Diesmal aber was Kleineres. Wieder nicht hängen geblieben. Fuck! Kaum hat man eine Kamera dabei, bleibt kein Fisch mehr hängen. Na, nächster Wurf, da klappt's bestimmt. So, da hat der erste gebissen, direkt hier vor meinen Füßen. Scheint aber ein sehr kleiner Vertreter seiner Art zu sein. Ja. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar größere finden. So, da ist mal wieder einer. Aber auch wieder ein ganz kleiner. Adios. Jo. So. Wieder ein Dorsch eingestiegen. Hat sich reingehängt. Und ist auch ein bisschen größer als die ersten beiden, die ich hatte. Aber leider auch kein Riese. Ziemlich sicher noch untermaßig,
aber besser als die ersten beiden. Wir steigern uns langsam. Oh, Mitte 30, irgendwas um den Dreh. Schöner Fisch. Da ist der nächste. Reißen jetzt ganz dicht unter Land. Jo, jetzt fast jeder Wurf ein Treffer. Scheint gerade einen Schwan durchzuziehen. Und der Fisch, den ich jetzt dran habe, der könnte auch knappmaßig sein. Knapp 40. Da hat wieder einer beim Rausheben der Fliege gebissen. Ein ganz kleiner hier vorne. Mann, Mann, Mann. Ich habe jetzt gut eine Stunde geangelt und muss sagen, es sind wieder zahlreiche Dorsche im Flensburger Hafen vorhanden. Allerdings sind die Durchschnittsgrößen noch so klein, dass man sie eigentlich nicht beangeln sollte. Dementsprechend werde ich jetzt Feierabend machen. Das Gute am Fliegenfischen von Land aus ist, dass man alle Dorsche schon zurücksetzen kann und die Fische keine bleibenden Schäden davon tragen. Gerade weil sie aus einer eher flachen Wassertiefe geholt werden und der Einzelhaken an der Fliege nicht wirklich viel Schaden anrichten kann. Ich hoffe, ihr konntet ein paar nützliche Tipps aus dem Video mitnehmen und angelt bald selbst mal mit der Fliege auf Dorsch. Mit dem richtigen Spot sind Dorsche bis ungefähr 60 cm von Land aus mit der Fliegenroute auch kein Problem. Ein ergänzender Angeltrip von Out for Trout auf Dorsch mit der Fliegenroute streuen wir demnächst ein, wenn wir einen Spot finden, wo wir größere Exemplare erwischen. Und bis dahin wünsche ich euch tight lines und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, guckt auch in andere Videos rein. Bis bald!